Das Geldexperiment ging viel zu weit. Zinsen explodieren jetzt. Ja, das Konzept der negativen Zinsen war sogar so weit in der wissenschaftlichen Diskussion als absonderlich eingestuft, dass es dazu im Prinzip überhaupt keine wissenschaftlichen Publikationen gab. Noch hat man sich großartig um diese Thematik Gedanken gemacht, weil wer sollte schon auf die Idee kommen, dass es möglich wäre, Geld ohne Preis, also ohne großartigen Zins zu bekommen. Wenn man sich Geld auch gerade als Immobilieninvestor leisten kann, 1 Million für, ja noch vor wenigen Monaten 0,9%, dann weiß auch der Letzte, hier kann etwas nicht stimmen. Aktuell haben wir eine Hochinflation in Deutschland mit 7,4%. Ein extrem starker Dollar drückt gerade den Euro an die Wand. Die C-Pandemie ist, so unser Gesundheitsminister, noch lange nicht am Ende. Dazu viele staatliche Maßnahmen, die gefühlt jeden Tag durch neue Budgets, 100 Milliarden hier, 100 Milliarden dort, 30 Milliarden hier wiederum, die geradezu die Verschuldung in die Höhe explodieren lassen und auf der anderen Seite noch ein Krieg in Europa. Na, Happy Birthday. Eigentlich kann ich dir dazu gratulieren, in dieser völlig verrückten Zeit, zu Zeiten dieses Experiments mit dabei zu sein. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für die neuesten Rekorde. Und es geht noch weiter. Die Amerikaner haben jetzt, weil sie so hohe Inflation haben und die Inflation einzugrenzen, die Inflation beziehungsweise die Zinsen um 0,5% Zinsschritte erhöht, also einem Step, den es in dieser Höhe noch nicht so oft gab oder gar nicht gab in der Historie. Und ja, lass dich auch nicht von meinem Umfeld hier irritieren. Ich bin gerade auf Madeira in Funchal, lass es mir ja gut gehen und habe mir hier ein ruhiges Plätzchen gesucht. Aber jetzt geht es um das Thema, das Experiment scheint zu Ende zu sein. Was haben wir alle zu erwarten? Was kommt jetzt? Irrsinn negative Zinsen. Das Ganze hatte seinen Ursprung 2007, 2008 mit der Banken- und Finanzkrise aufgrund des US-Immobilienmarktes, spekulativen US-Immobilienmarktes und dessen Implosion dann quasi durch verschiedene Papiere in die ganze Welt getragen worden ist. Diese Finanzkrise veranlasste dann mehrere Staaten, die Existenz größerer Finanzdienstleister entweder durch Fremdkapital oder einfach durch Eigenkapital oder Verstaatlichung im Prinzip zu lösen. Und das hat natürlich ohnehin dafür geführt, dass viele Staaten durch diese Krisen sich sehr hoch verschulden mussten, um dieses Problem zu lösen. Auch wurden natürlich dann die Leitzinsen niedrig gehalten bzw. noch weiter abgesenkt, um quasi eine Kreditklemme zu verhindern oder diese Kreditklemme halt zu vermeiden. Und ab 2009 erfolgte dann die Euro-Krise. Als ihr Auslöser gilt ganz neutral, dass die im Oktober 2009 neu gewählte Regierung Griechenlands im Prinzip von einer Netto-Neuverschuldung im Jahr 2009 von 6% oder so ausging, des Bruttosozialinlandsproduktes. Und man hat dann entdeckt, dass es eigentlich das Doppelte war. Da ging die Party eigentlich los. Wer sich erinnert, damals hat auch die griechische Regierung ordentlich geschummelt mit den Beitrittskriterien in den Euroraum. Und das Gleiche haben die jetzt wieder gemacht. Man könnte der griechischen Regierung so ein bisschen unterstellen, oder man müsste sich eigentlich gar nicht wundern. Eigentlich haben, glaube ich, das Drama die Griechen erfunden, beziehungsweise die griechischen Regierungen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich glaube, unsere deutsche Regierung ist hinsichtlich Wahrheitsgehalt und Verkauf von Fakten statt mit Fakten zu überzeugen, wahrscheinlich kein Deut besser, um ihre eigenen Vorteile im Prinzip umzusetzen, um ihre Wählerstimmen zu optimieren. Scheinbar ist heutzutage da bei den Regierungen nicht mehr viel anderes drin. Was habe ich noch zu sagen? Ja, 2010 wurde dann die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität gegründet und 2012 der nachfolgende, muss ich lesen, weil immer alles schwierige Worte, der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM ins Leben gerufen, um Staatsinsolventen zu vermeiden
und damit ging die Party eigentlich erst so richtig los. Wenn du keine wichtigen Informationen dieser Art verpassen möchtest, dann vergiss doch bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, weil ich kenne das immer selber. Irgendwo habe ich geniale Inhalte gesehen bei einem Kanal und dann habe ich vergessen, ihn zu abonnieren und hinterher muss ich stundenlang suchen, um den Kanal wiederzufinden. Also meine Empfehlung, erspar dir das und abonniere doch einfach den Kanal. Dann sehe ich auch, dass dir meine Inhalte gefallen. Und das freut mich natürlich und motiviert mich auf ein Weiter so. Am 11. Juni 2014 begann die Europäische Zentralbank als erste große europäische Zentralbank mit einem Negativzins von 0,1%, um Geschäftsbanken dazu zu bewegen bzw. sie dezumotivieren, das Geld bei ihnen anzulegen und das Geld lieber im Nichtbankensektor zu vergeben, um damit im Prinzip die Konjunktur anzukurbeln. In dem Moment hat sich damals unter Mario Draghi im Prinzip die Europäische Zentralbank davon verabschiedet, für Inflationssicherheit zu sorgen, sondern hat sich, man könnte so sagen, konjunkturpolitisch eingemischt. Sie hat mit dem Negativzins natürlich versucht, ganz klar überschuldete Staaten zu helfen. Ich denke, die Idee war grundsätzlich am Anfang vielleicht sogar positiv, indem man ihm die Chance geben wollte, ihre Staatsapparate neu zu sortieren, sich besser aufzustellen. Aber stattdessen, ja, so ist das oft mit billigem Geld, ist genau das Gegenteil passiert. Die Staaten haben sich weiter verschuldet und haben weiter quasi Gas gegeben und haben neue Kredite aufgenommen für alle Arten von völlig unsinnigen, sage ich mal so, Projekten, um vielleicht auch ihrer eigenen Wählerschaft Geschenke zu machen, um sich positiv unter den Bürgern aufzustellen, um wiedergewählt zu werden, weil anders lässt sich das Ganze kaum erklären. Heute haben wir eine Top-Inflation von 7,4% und wir haben selbst das Gefühl, dass jeden Monat hier neue Inflationsrekorde gefeiert werden. Und wie das so aussieht, ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, weil die EZB verhält sich recht zögerlich mit dem Versuchen, die Inflation einzudämmen. Es ist klar, bei den ganzen Schulden, die aufgenommen wird, kommt natürlich dem Staat oder Staatsschulden auch eine hohe Inflation gerade recht, denn damit ist der Staat in der Lage, die hohen Schuldlasten abzubauen und das natürlich auf Kosten ihrer Bürger. Das heißt, hier findet zurzeit eine klare Zwangsenteignung statt oder eine Umverteilung von den Schuldnern bzw. von den Gläubigern zu den Schuldnern oder anders ausgedrückt, Menschen mit hoher Schuldenlast werden zurzeit bevorzugt, auch bevorzugt Menschen mit langfristigen Vermögenswerten, benachteiligt werden alle Menschen, die in irgendeiner Form an das Staatsgeld glauben, das heißt, die sich mit Bargeld beschäftigen. Ja, und trotz der hohen Inflation, wie schon gesagt, belässt die Europäische Zentralbank alles dabei, wie es ist. Ja, die Frage ist natürlich nun, welche Wirkung hat denn das Ganze? Und dazu habe ich mir, um nichts zu vergessen, ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Also fangen wir an. Welche intendierte Positivwirkung hat das Ganze? Klar, niedrige Zinsen befeuern die Wirtschaft, indem sie mit billigem Geld den Markt schwemmen und die Wirtschaft auf einzigartige Art und Weise mit Fremdkapital versorgen. Check, den Punkt hatten wir. Zweitens, das billige Geld versetzt natürlich den Staat gibt dem Staat einen nie dagewesenen Handlungsspielraum, denn er kann quasi alle möglichen Projekte finanzieren, die vorher finanziell einfach gar nicht möglich gewesen wären, denn ja, bei einem Zins oder sogar bei einem Negativzins ist es ja sogar teilweise so gewesen, dass wenn der Staat sich am Markt verschuldet hat, hat er mehr Geld zurückbekommen, als was er ausgeliehen hat und damit begann sozusagen meiner Meinung nach dieser ganze Verschuldungsirrsinn und da hat sich meiner Meinung nach der Staat ein bisschen verlaufen und hat immer mehr Aufgaben übernommen, indem er sich hätte eigentlich gar nicht einmischen dürfen, zulasten der zukünftigen Generation und zulasten der aktuellen Geldbesitzer oder Geldhorter oder alle Menschen, die eben im Geld anlegen. Das ist das Problem der ganzen Geschichte. Nebenwirkungen, Negativwirkungen dieses Negativzinses ganz klar. Zins wird natürlich als Preis für die Überlassung von Geld gesehen
Und ist der Zins negativ, spricht man natürlich auch im Volksmund vom billigen Geld oder wie es Ray Dalio formuliert, Cash is Trash. Und damit wird natürlich das Geld in verschiedene Bereiche investiert, in dem es gar nicht sinnvoll angelegt ist. Das heißt, es passiert Ressourcenverschwendung. Man könnte auch sagen Umweltverschwendung. Zinsen sind im Prinzip Preise und die erfüllen volkswirtschaftliche oder Indikatorfunktion, Koordinierungsfunktion, Allokationsfunktion und natürlich auch Selektionsfunktion. Und wenn der Zins so niedrig künstlich gefixt wird, wird ganz viel von diesen Funktionen, die der Zins eigentlich hat, außer Kraft gesetzt oder es werden komplett falsche Signale in den Markt gesendet. Der Zins zum Beispiel beschreibt das Risiko für Kapitalgeber und Anleger. Ein hohes Zinsniveau sagt an, oh, hier gibt es ein hohes Risiko. Ein niedriges Zinsniveau gibt an, es gibt quasi kein Risiko. Und genau das wurde in der Eurozone im Prinzip manifestiert. Es wurde nach außen hin kommuniziert, dass das Investieren in der Eurozone völlig risikofrei ist, denn Geld hatte im Prinzip keinen Preis mehr oder war sehr günstig zu haben oder anders ausgedrückt, der Kapitalsektor hat das Investieren in Europa als sehr günstig eingestuft, unabhängig davon, ob es Risiken gibt oder welche gab. Ja, der Zins hat natürlich weiter eine Koordinierungsfunktion. Das heißt, bestimmte Projekte sollen realisiert werden, andere nicht. Das bedeutet, wenn du mit deinem Projekt einen höheren Zinssatz als den Zinssatz, den du bei der Bank bekommst, im Prinzip realisieren kannst, dann heißt das für dich Go. Das Projekt ist rentabel. Ist der Zinssatz niedriger als das, was du am Markt quasi angeboten hast, hatte der Markt gesagt, in dieses Projekt solltest du nicht investieren. Was passiert also, wenn der Zinssatz historisch niedrig ist? Ja, es machen immer mehr Sachen Sinn, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Aber darüber habe ich ja schon kurz was erzählt. Und damit werden viele grundsätzliche Funktionen, die der Zins hat, komplett ignoriert oder isoliert. Und damit hatte der Staat auch wirklich die Möglichkeit, viele Wählergeschenke zu machen. Er hatte die Möglichkeit, die C-Pandemie auf diese Art und Weise zu finanzieren. Mich hätte es unheimlich mal interessiert, wenn der Zins bei 5% für den Staat gelegen wäre, wie er sich dann hätte gestalten können. Auch die Flüchtlingspolitik 2015 von der Merkel initiiert, ohne negativen Zins. Wäre ich gespannt gewesen, wie diese Last der Integration, ich sag mal so, gestemmt hätte werden können von der Bevölkerung. Dazu kommt natürlich noch ein anderer Effekt der permanent steigenden Zinsen, der permanent steigenden Abgaben, die wir an den deutschen Staat zu leisten haben. Da werde ich noch mal ein extra Video da machen zum Thema, warum wir zunehmend geplündert werden auf allen verschiedenen Ebenen und die Inflation natürlich hier ganz klar ihren Beitrag leistet. Das heißt, wenn der Staat jedes Jahr mehr Staatseinnahmen hat, dann muss das nicht unbedingt was Gutes sein, sondern das bedeutet, es fehlt halt irgendwo jemandem auch an anderer Stelle. Klar, gerade auch für Gesellschaften ist es wichtig, dass es einen Zins gibt, denn das schützt die Gesellschaften ganz klar für nicht ökonomisch sinnvollen und ideologischen Denken, sondern er sorgt halt dafür, dass es eine gewisse Grundzüge der Ökonomie gibt, dass es Lenkung und Steuerungsfunktionen gibt. Und wenn man die komplett außer Acht setzt, außer Kraft setzt, dann passieren natürlich ganz verrückte Dinge, und zwar die Dinge, die wir auch in unserer Gesellschaft erlebt haben. Und es fällt natürlich, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fällt natürlich bei jeder Kalkulation anders aus. Merkt man auch jetzt gerade, die Zinsen sind um 2-3% gestiegen und viele Bauprojekte, die vorher halt mit einem Zins von 0,9 oder 1% gut möglich waren, werden halt jetzt einfach gestrichen, weil sie sich ökonomisch nicht mehr realisieren lassen. Deswegen auch die Propagandaansage des Staates, 400.000 Wohnungen in 2022 zu bauen, halte ich für ein Gerücht. Das möchte ich sehen, da bin ich extrem gespannt, wie der Staat das hinkriegen will. Was habe ich hier noch auf unserer Liste, auf meiner Liste? Ja, auch im Bankensterben, das haben wir ja, also das merkt ja nun jeder Blinder, dass an jeder Ecke Filialen und Banken sterben, und das ist nicht nur oder nicht alleine der steigenden Digitalisierung zuzusprechen und dass es immer mehr Fintech gibt. Nee,
das ist dem zuzusprechen, dass die Banken einfach sparen müssen, ihre Wirtschaftlichkeitsstruktur auf den Prüfstand stellen, weil sie haben natürlich auf der einen Seite auch das alleinige Inflationsrisiko, gerade bei langfristigen Finanzierungen, und auf der anderen Seite mit niedrigen Refinanzierungsmöglichkeiten zu kämpfen, sogar mit Negativzinsen, die sie bestrafen, wenn sie das Geld nicht rausgeben. Und in diesem Umfeld lässt sich eigentlich gar nichts anderes erwarten, außer Bankensterben oder dass die Banken immer ökonomischer werden müssen. Da geht es dann auch gar nicht mehr um Grundversorgung der Bevölkerung mit Krediten und Geld, sondern da geht es im Prinzip ums nackte Überleben. Deswegen ist davon auszugehen, dass hier noch die Reise weitergehen wird. Geschichtlich ist es nicht bekannt, dass diese Art von, ja, ich sage wirklich mal, Irrsinn längerfristig in einem großen Wirtschaftsraum betrieben worden ist. Aber ja, wie dieses Geldexperiment ausgeht, ist natürlich ganz klar, wir werden uns erstmal die Nase einhauen. Es ist davon auszugehen, dass uns am Ende halt irgendwann die Rechnung präsentiert wird und irgendeiner wird diese Party bezahlen müssen. Das ist natürlich auch ein Grund, warum immer mehr Leute den europäischen Wirtschaftsraum verlassen mit ihren Ersparnissen und im Prinzip für diesen Irrsinn am Ende nicht bezahlen zu müssen. Ja, eine logische Konsequenz. In Zeiten, ja, dieses Experimentes spielte Geld im Prinzip keine Rolle für den Staat, weil es im Überfluss im Prinzip dort war. Aber es wird ganz klar eine Ernüchterung geben mit Insolvenzen. Das ist ganz simpel. Die amerikanische Regierung versucht jetzt ein sogenanntes Soft Landing. Da bin ich auch mal gespannt, wie das klappt. Aber ich bin froh, dass sich jetzt die Amerikaner wenigstens für diesen smarten Weg entschieden haben, hier endlich mal aktiv gegenzulenken, um nicht passiv, ich sage mal so, dann von vollendete Tatsachen vielleicht einiges Tages gestellt werden zu können. Das heißt, man kann sagen, wir stehen genau jetzt gerade an einem Scheideweg, denn durch die steigenden Zinsen in Amerika führt das zwangsweise auch zu einer Art importierten weiteren Inflationsverstärkung in Europa. Logisch, die Amerikaner erhöhen ihre Zinsen, also wird es attraktiver für ausländisches Kapital, ihr Geld in Deutschland, ihr Investment in Deutschland abzuziehen und nach Amerika zu lenken. Dadurch wird natürlich auch der Dollar stärker, der Euro schwächer. Das führt dazu, dass uns Importe mehr Geld kosten, Ressourcen kosten mehr Geld, weil zum Beispiel Sachen wie Gold oder auch Öl oder andere Ressourcen, wir haben ja in Deutschland eigentlich nicht so viele Ressourcen, müssen wir halt teurer importieren, weil viele dieser Währungen bzw. der Rohstoffe in der Währung US-Dollar als Leitwährung gehandelt werden. Dadurch wird das für uns enorm teurer alles und dadurch feuern wir die ganze Party nochmal an mit einer importierten Inflation. Und deswegen kommt jetzt scheinbar auch die EZB ein bisschen aus dem Knick zu sagen, verdammt, wir müssen was tun, denn sie weiß ganz genau, dass dieses Tun schmerzlich enden könnte mit einer Rezession. Sogar hätte es die Sprengkraft, die Europäische Union in ihrer Form im Prinzip, ja, zerbröseln zu lassen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum gerade Deutschland aktuell so exzessiv investiert, um im Prinzip ja ebenfalls hier Schulden aufzubauen, die man dann weginflationieren kann. Also und nicht da gewesen und nicht die Chance ergriffen zu haben, jetzt nochmal ordentlich zu investieren und den letzten Schuldengang mitzunehmen. So wirkte es jedenfalls rein monetär etwas auf mich. Ich habe das Gefühl, die Amerikaner könnten uns diesmal wirklich retten, indem sie nach vorne schreiten und diesem Jahrtausendexperiment begegnen der negativen Zinsen, indem sie anfangen, ihre Zinsen zu erhöhen und damit den Druck auf Europa erhöhen, hier endlich mal ins Tun zu kommen. Das würde für uns auch bedeuten, dass wieder die Ökonomie einkehrt in die europäische und damit auch deutsche Wirtschaftslandschaft, was mich total begeistern würde. Das heißt, weniger Sachen werden sich wieder rechnen. Der Staat hat weniger Spielraum für Blödsinn und sich für zukünftige Generationen weiter zu verschulden. Ja, und das wird uns natürlich auch diese Steigerung der Zinsen ganz gewaltig Lebensstandard kosten, den wir vorher basierend auf diesem billigen Geld genossen haben. Also es wird spannend, aber wenn die Zinsen steigen, ist natürlich klar, in jedem Fall, auch wenn die Inflation steigt, das ist ja so ein bisschen so ein Double Bind mit Arbeitslosigkeit,
weiteren Enteignungen bei hoher Inflation von Barvermögen, aber auch mit Armut werden wir wohl konfrontiert werden. Sorry, dass ich ja an dieser Stelle kein besseres Szenario habe, außer vielleicht für die Menschen, die jetzt, wenn wir es mit dem Aktienmarkt vergleichen, rechtzeitig eine Exit fahren und im Prinzip ihre Pfründe ins Trockene bringen. Deswegen bin ich natürlich auch gespannt auf eure Kommentare, eure Meinungen, wie ihr die ganze weitere Entwicklung so einschätzt. Und ich lade natürlich auch wieder herzlich ein auf unsere nächste Nordzypern Community Tour. Und auch da merken wir schon, dass die Preise und natürlich auch die Transportkosten explodieren. Viele Sachen müssen natürlich auf diese Insel transportiert werden. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in naher Zukunft so sein, dass sich viele investieren, vielleicht auch auf Nordzypern nicht mehr leisten können. Und deswegen hier schon mal die Ansage, wahrscheinlich eine unserer letzten Nordzypern Investment-Touren zu machen, aber nicht unserer Nordzypern Community Tours, wo wir zusammen bei einem schönen Gläschen Wein, bei Sonne, Meer, diese traumhafte Insel und ihre Vorzüge genießen und gemeinschaftlich darüber diskutieren, welche Lösungen für den Einzelnen, aber auch für uns als Gruppe, sage ich jetzt mal, der Leistungsträger, der Fleißbesessenen im Prinzip möglich ist, um an diesem Szenario positiv zu partizipieren oder uns vor diesem Szenario wegzuducken, denn wir können nichts dafür, dass sich im Prinzip die Regierung für diesen Weg entschieden hat, vor allem nicht dann, wenn du keine der Parteien, die gerade an der Macht sind, gewählt hast. Dann bist du genau wie ich Opfer, guckst dir das Ganze an und kannst nichts dagegen tun, außer selber dir zu überlegen, was kann ich mit dem von mir bisher Geschaffenen und Erreichten tun, um mich maximal aus dieser Situation rauszuziehen und nicht zu den flächendeckenden Verlierern dieser aktuellen Politik zu gehören. Entsprechend lade ich dich herzlich ein, dich zu bewerben, oder bewerben ist ein dummes Wort, einfach uns eine E-Mail zu schreiben, den Kontakt findest du unter diesem Video und zu sagen, ich will mit, ich habe Bock auf Gedankenaustausch mit meinesgleichen, was können wir zusammen tun für eine bessere Zukunft, doch wenigstens für uns, sage ich mal, als Gruppe der Leistungsträger, wenn wir auch nicht jeden Einzelnen erreichen und mitnehmen können. Davon habe ich mich leider schon etwas desillusionieren lassen. Ich versuche es natürlich immer wieder, den einen oder anderen auf den Weg des Fleißes, der Leistung, der Sparsamkeit zu bringen, für ein besseres Leben für sich und seine Familie. Aber in diesem Fall aktuell geht es wohl auch darum, vielleicht schon Erreichtes und Geleistetes, was du im Moment vielleicht in Geld irgendwo angelegt hast, sicherer zu machen, dir Wege zu überlegen, wie kannst du diversifizieren und dich von dem, was eventuell Negatives kommen könnte, so maximal möglich abzuschirmen. In jedem Fall freue ich mich auf ein Gläschen Wein mit dir oder ein Bierchen oder, ich würde sagen, auf ein großes Stückchen Fleisch, denn ich bin ja eher derjenige, der auf Essen steht, als auf alkoholische Getränke. Aber vielleicht können wir zwei das ja auch kombinieren und uns nett unterhalten in Nordzypern bei Sonnenschein, Meer und Cocktail, wie die Zukunft in Deutschland und für uns weitergehen soll. Liebe Grüße also an dieser Stelle aus Madeira, eine Insel, die ich mir auch gerade ganz genau angucke. Denn als Investor, gerade als Immobilieninvestor, bist du ja nicht gefangen in Deutschland. Nein, du kannst ja auch einfach international dich aufstellen und schauen, wo man noch so investieren kann. Und das ist auch eine verdammt spannende Reise. In diesem Sinne, beste Grüße aus Madeira, dein Flo.